Wie sollte ein Hafen an der Nordseeküste sein? Mit Kuttern und Ausflugsbooten mit geschäftigem Treiben? Oder lieber so, ruhig, verträumt, eine Idylle, fast schon romantisch? Auf unserem Weg durch den Norden von Deutschland sind wir in Ostfriesland angekommen. Wir sind ganz oben an der Nordseeküste, in Carolinensiel und im vorgelagerten Halesiel. Carolinensiel gehört zur Stadt Wittmund. Das Zentrum liegt etwa 13 Kilometer entfernt. 1730 wurde der Sielort gegründet. Am Hafen angekommen sehen wir eine Skulptur am Hafenbecken. Sie soll die Redensart vom Cleaner Wind symbolisch darstellen. Cleaner Wind, das soll die lebendige Atmosphäre Carolinensiels sein. Das kommt aus der Zeit, als Carolinensiel noch ein bedeutender Hafen war. Die Skulptur nennt man Caroline. Caroline, so hieß auch die Ehefrau des Hafengründers. Sie war auch die Namensgeberin des Ortes. Fürstin Sophie Caroline. Ja, das auf dem Gemälde, das ist sie übrigens. Sie hat im 18. Jahrhundert gelebt. Und das ist ihr Mann, der Gründer von Carolinensiel, Georg Albrecht von Ostfriesland. Der Hafen, der ist übrigens heute Museumshafen. Wo heute Carolinensiel liegt, plätscherte vor einigen Jahrhunderten noch das Nordseewasser. Um 1500 begann man in der Hadebucht mit der Landgewinnung durch Eindeichung. In immer mehr Schritten wurde der Nordseeland abgerungen. Stück für Stück. Fruchtbares Marschland entstand. Wo die Hahle auf den Deich traf, wurde ein Sielhafen angelegt, der Hafen von Carolinensiel. Das war 1730. 1798 hatte der Ort bereits über 700 Einwohner. Die Leute hier arbeiteten in der Schifffahrt oder in der Landwirtschaft. Mit den Jahren wurde Carolinensiel zum wichtigsten Hafen im nördlichen Ostfriesland. Der Hafen nämlich war als einziger ostfriesischer Sielhafen dem Meer nicht mehr direkt ausgesetzt und vor Sturmfluten geschützt. Das hier ist das Deutsche Sielmuseum. Mehrere Gebäude gehören zu dem Museum. So wie das hier, ein Kapitänshaus. Seine Blütezeit erlebte der Hafen Mitte des 19. Jahrhunderts. Um 1860 soll es hier 40 Kapitäne mit insgesamt 59 Schiffen gegeben haben. Es gab Werften, Brauereien und Gaststuben. Heute lebt man hier weitgehend vom Tourismus. Eine weitere Skulptur erinnert daran. Sie heißt der gemeine Badegast. Früher nämlich wurden Touristen überall an der Küste als Badegast bezeichnet. Und dieser hier macht es seinen real lebenden Vorbildern nach. Er fotografiert den Hafen. Ja, und diese Zeit des Tourismus, die begann im 19. Jahrhundert. Carolinensiel wurde zur Durchgangsstation für die Badegäste, die auf die Inseln wollten. Die Fährschiffe nach Wangeoog und nach Spiekeroog, die legten hier an. Erst nachdem man in Halesiel, wenige Kilometer von hier entfernt, einen neuen Hafen gebaut hatte, verödete der alte Hafen. Er wurde sogar zugeschüttet. Das war 1962. Erst 1986 wurde der Hafen wieder in seinen ursprünglichen Zustand versetzt. Er wurde zum Museumshafen. Durch eine schmale Gasse kommen wir zur Deichkirche. Die wurde 1776 gebaut. Das ist die einzige Kirche an der Küste, die auf einem Deich steht. Der Glockenturm, der steht, wie in vielen Orten hier in Ostfriesland, vom Kirchenbau getrennt. Zurück zum Hafen. Die Concordia II hat gerade angelegt, ein Ausflugsschiff. Die Concordia II trägt den Namen ihres Vorbildes. Das war ein Seitenraddampfer, der Mitte des 19. Jahrhunderts hier auf der Hahle fuhr. Die Concordia, die fuhr im Pendelverkehr zwischen Carolinensiel und Halesiel. Das Ausflugsschiff, das fährt heute auf dem Binnentief, und zwar hier vom Museumshafen zur Friedrichsschleuse und zu einer bekannten Küstenräucherei und dann zum Yachthafen von Halesiel.
Von dem aus kann man dann zum Strand und in den Fährhafen gelangen. Wir sind jetzt von Carolinensiel nach Haalesil. Den Weg, den kann man zurücklegen, entweder auf einer Promenade zu Fuß, man kann mit dem Fahrrad fahren, man kann aber auch mit dem Auto fahren. Wir sind jetzt hier im Binnenhafen von Haalesil. Da hinten die Häuser, die man da sehen kann. Das nennt sich Seeperlen Haalesil, wohnen auf dem Wasser. Das sind Wasserhäuser und die sind auf Pfählen gebaut. Hier vorne ist die Anlegestelle der Concordia 2, da stehen schon die ersten Passagiere. Und da hinten kommt sie auch. Die Concordia ist gerade am Schöpfwerk von Haalesil vorbeigefahren. Dieses Schöpfwerk, das trennt den Außenhafen vom Binnenhafen und entwässert ein Areal von 22.000 Hektar Land. Das ist jetzt der Außenhafen. Von hier aus geht es raus auf die Nordsee. Rechts ist der Fährhafen und hier links legen Kutter und Ausflugsschiffe an. Und ein vielbesuchtes Restaurant, das gibt es hier auch. Am Hafen, da finde ich hier eine Tafel, da ist jede Menge über die Fischerei hier in Carolinensiel und Haalesil erklärt. Nur ein paar Schritte über den Parkplatz und da sieht man schon den Strand. Da hinten ist er, ein Campingplatz. Hier gibt es Strandkörbe, Spielplatz, Beachballfelder, Minigolfanlage, Drachenwiese und auch einen Hundestrand. Noch ein paar Sätze zum Parken. Auch in Carolinensiel gibt es ein neues Parkplatzkonzept. Man zieht hier kein Parkticket. Wenn man auf den Parkplatz fährt, wird das Kennzeichen des Autos gescannt. Wenn man weg will, muss man am Automaten das eigene Kfz-Zeichen eingeben und der Computer errechnet dann den Parkpreis. Man muss allerdings das Kennzeichen genau eingeben oder die genaue Ankunftszeit kennen. Ein hübscher kleiner Hafen, Idylle. Ein Augenblick in einer längst vergangenen Zeit. Es war schön hier. Das war's aus Carolinensiel mit seinem Museumshafen und aus Haalesil. In diesem Sinn, tschüss.